Meistens rede ich mit Mandanten, die gerade jetzt ins Ausland umziehen wollen, die Deutschland das erste Mal verlassen und sich dann allen möglichen steuerlichen Repressalien hier gegenübersehen, die sie beachten müssen, wenn sie insbesondere Deutschland verlassen, um im Ausland zu leben. Hin und wieder spreche ich aber auch mit Mandanten, die schon seit 10 Jahren oder mehr aus Deutschland weggezogen sind. Und das ist nun tatsächlich die Frist, nach der du dann tatsächlich ganz frei bist und nicht mehr am Gängelband des deutschen Finanzamts hängst. Und dazu wollen wir in diesem Video sprechen. Wenn du dir hier öfter unsere Videos anschaust, dann weißt du es, man kann nicht so ohne weiteres ins Ausland umziehen und sich dann hier dem Finanzamt so einfach entledigen, wie man das vielleicht möchte und sich das vielleicht naiv und unerfahren vorstellt. Tatsächlich gibt es einige Maßnahmen im deutschen Außensteuergesetz, die verhindern, dass man hier sofort völlig frei ist. Gerade als deutscher Staatsbürger bist du noch für 5 oder 10 Jahre hier unter der Fuchtel des deutschen Finanzamts und musst hier möglicherweise noch Erklärungen einreichen. Nach 10 Jahren bist du aber endgültig frei. Woran liegt dies? Nun, es gibt tatsächlich Passagen im deutschen Steuergesetz, die definieren, dass die Steuerpflicht in Deutschland, wenn du Deutschland verlässt, tatsächlich an die Staatsangehörigkeit gebunden ist. Und viele wissen das gar nicht. Ich rede hier zum Beispiel von der Erbschaftssteuer oder von der Schenkungssteuer. Jeder Deutsche, der Deutschland verlässt, ist noch in Deutschland mindestens 5 Jahre schenkungssteuerpflichtig und erbschaftssteuerpflichtig. Das bedeutet also, selbst wenn du im Ausland lebst, im Ausland erbst, von einem Ausländer erbst, musst du diese Erbschaft in Deutschland versteuern. Das gleiche gilt auch, wenn du etwas verschenkst. Wenn du also im Ausland lebst, im Ausland jemandem etwas verschenkst, ein ausländisches Vermögen jemand im Ausland verschenkst, der auch wiederum Ausländer ist, fällt hier die deutsche Schenkungssteuer an. Ziehst du in ein Niedrigsteuerland, dann sind es sogar 10 Jahre, die du hier beachten musst. Dann gibt es auch noch die sogenannte erweitert beschränkte Steuerpflicht. Auch diese gilt wiederum, wenn du in ein Niedrigsteuerland umziehst und noch in Deutschland Vermögen hast, zum Beispiel Immobilien, Beteiligung an Gesellschaften und so weiter. Dann musst du noch für 10 Jahre eine Steuererklärung in Deutschland einreichen, möglicherweise keine Steuern in Deutschland bezahlen, aber eben diese Steuererklärung einreichen, dem Finanzamt hier melden, was du weltweit an Einkünften hast. Und wenn es dann sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte gibt, zum Beispiel aus einer amerikanischen LLC, dann sind diese tatsächlich noch 10 Jahre lang in Deutschland zu versteuern. Nach 10 Jahren ist aber dann endgültig Schluss und du bist dann frei, vogelfrei. Du kannst dann tatsächlich tun und lassen, was du willst. Du musst nichts mehr ans deutsche Finanzamt melden. Du bist also hier komplett aus der deutschen Steuerpflicht raus. Was heißt das konkret für dich? Wie kannst du dich jetzt verhalten? Was kannst du tun, was du vorher nicht tun konntest? Nun, zunächst mal ist die ganze Frage des Wohnsitzes natürlich dann relativ egal. Es spielt dann keine Rolle, in welchem Land du mehr lebst, ob du überhaupt einen festen Wohnsitz hast, ob du wohnsitzlos bist, ob du digital Nomade bist. All diese Fragen sind dann letztlich egal. Es spielt dann keine Rolle mehr, ob du noch deutsches Vermögen hast, ob du deutsche Konten hast, deutsche Immobilien hast. Ich meine, ich würde dir nicht unbedingt dazu raten, Vermögen in Deutschland aufzubauen, aber wenn sich etwas anbietet, dann fällst du eben damit in Deutschland dann nicht mehr unter die weiter beschränkte Steuerpflicht, selbst wenn du wohnsitzlos bist oder in einem Niedrigsteuerland wohnst. Natürlich, du musst nach wie vor aufpassen, dass du keinen Wohnsitz in Deutschland hast. Natürlich darfst du dich auch nicht so viel in Deutschland aufhalten, dass durch den Ort des gewöhnlichen Aufenthalts die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland ausgelöst wird. Aber grundsätzlich bist du viel freier, wenn du eben aus dieser 10-Jahresfrist dann hinaus bist. Nun muss man realistisch sein. Ich meine, zum Beispiel die Frage des Wohnsitzes ist ja nicht nur eine Frage des deutschen Steuerrechts. Heute, wenn du Konten oder Depots im Ausland eröffnen möchtest, wirst du ja immer nach deinem Wohnsitz und nach deiner Steuernummer gefragt.
Das heißt also realistischerweise, selbst wenn es das deutsche Gesetz es so nicht mehr vorschreibt, aus rein logistischen, administrativen Gründen wirst du nur sehr schwer handlungsfähig sein, wenn du hier keinen Wohnsitz oder keine Steuernummer in irgendeinem steuergünstigen Land hast. Aber eben, es ist dann jedenfalls nicht mehr Sache des deutschen Finanzamts, sondern nur noch eine Sache zwischen dir und deiner Bank. Was verändert sich sonst noch? Nun, du kannst nun ganz frei Gesellschaften gründen, wo du willst, zum Beispiel auch US-LLCs und sowas, ohne hier befürchten zu müssen, dass du eben hier dann betriebsstättenlose Einkünfte erzielst. In der Tat darfst du betriebsstättenlose Einkünfte haben. Das deutsche Finanzamt kann dir hier nicht mehr gefährlich werden. Eine weitere Änderung, die sich ergibt, wenn du 10 Jahre Deutschland verlassen hast, ist, dass du auf keinen Fall mehr unter die deutsche Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer fällst. Außer, wohlgemerkt, du erbst natürlich etwas in Deutschland oder derjenige, der dir etwas vererbt, lebt in Deutschland. Ja? Aber wie gesagt, ich sage es nochmal, in den 5 bis 10 Jahren nach deinem Wegzug, selbst wenn du im Ausland lebst und von einem anderen Ausländer ein Haus im Ausland erbst, bist du darauf in Deutschland schenkungssteuerpflichtig. Dieses Szenario gibt es dann nicht mehr. Natürlich, du wärst immer noch schenkungssteuerpflichtig, wie ich es gerade eben angedeutet habe, wenn dir ein deutsches Haus vererbt wird, auch wenn du im Ausland lebst, aber nicht mehr eben vor dem Hintergrund dieser Auslandszusammenhänge. Das Gleiche gilt auch für die Schenkungssteuer. Auch hier bist du dann nicht mehr schenkungssteuerpflichtig, beziehungsweise diejenigen, die von dir beschenkt werden, müssen hier auch nichts weiter mehr beachten, außer wiederum natürlich, es geht um etwas, was in Deutschland verschenkt wird oder der Beschenkte oder Schenker wohnt in Deutschland. Dann wiederum kommst du letztlich hier um die deutsche Schenkungssteuer nicht herum. Jetzt sagst du vielleicht, naja, 10 Jahre ist ja eine wahnsinnig lange Zeit. Ich habe mir gedacht, ich ziehe jetzt ins Ausland um und spare sofort Steuern. Natürlich, das ist auch so, das funktioniert. Aber wie gesagt, dadurch, dass eben in Deutschland die Besteuerung an der Staatsbürgerschaft hängt, wenn du ins Ausland umziehst, unter bestimmten Voraussetzungen, musst du hier sehr viel vorsichtiger agieren und gegebenenfalls viel mehr Aufwand machen. Nach den 10 Jahren gibt es eben viel weniger Details einfach zu beachten. Wir haben also zum Beispiel Mandanten, die für 10 Jahre, sage ich mal, den Ball relativ flach halten, die im Ausland leben, vielleicht dort einiges vorbereiten, vielleicht auch eine Firma gründen, Unternehmen gründen, auch ganz gut verdienen, aber jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig hohe Gewinne oder Umsätze erzielen. Ja, 10 Jahre übrigens gehen ja sehr schnell vorbei, gerade wenn du jetzt vielleicht eine Familie oder so großziehst, ja, dann blinzelst du mit dem Auge und die Kinder sind erwachsen, wie gesagt, und 10 Jahre sind vorbei. Also das ist jetzt für jemanden vielleicht, der 22 ist, klingt das für einen sehr langen Zeitraum, aber für jemanden, der 10, 15 Jahre älter ist, ist das nicht der Fall und du bist ja auch noch mit 45, 55 oder 65 voll im Saft deiner Kräfte und bist dann komplett befreit von den Zwängen des deutschen Finanzamts und kannst eben dann dein Leben so leben, wie du willst. Also, wie gesagt, ich möchte jetzt hier gar nicht irgendwie vorschlagen, dass du jetzt aus Deutschland weggehst und 10 Jahre gar nichts machst und Steuersparen dann vergisst für 10 Jahre. Nein, nein, absolut nicht. Da setzt du deinen Plan um, so wie du das vorstellst. Aber ich sage eben, wenn du mal 10 Jahre weg bist, dann kannst du hier eine neue Freiheit genießen und kannst das Ganze im Grunde sehr viel lockerer und mit weniger Compliance-Aufwand im Hintergrund tatsächlich angehen. 10 Jahre ist natürlich im Vergleich zu anderen Ländern eine lange Zeit, das ist mir klar, aber so ist die Realität. In Deutschland ist es eben so geregelt. Wir müssen damit umgehen und müssen das Beste daraus machen. Wenn das Thema ins Ausland umziehen und auswandern auch für dich wichtig ist oder du vielleicht schon seit vielen Jahren im Ausland bist und dir jetzt überlegen möchtest, was es eigentlich für steuerliche Konsequenzen hat, wenn du hier deinen nächsten strategischen Move machst, dann würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Link poste ich hier in die Beschreibung mit rein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als deutschsprachige Mandanten dabei unterstützen, ins Ausland umzuziehen, ihre Steuern zu optimieren, Vermögen aufzubauen und Vermögen zu schützen. Wir haben viele Steuerberater und Anwälte in vielen Ländern, die dich dabei unterstützen können, dich hier optimal aufzustellen. Und ich würde mich freuen, über dein Auslandsvorhaben oder über dein Leben im Ausland bald mit dir zu sprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.